Moin und hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und beschäftige mich hauptsächlich mit Wildkameras, aber ich gehe auch wandern und tue das eine oder andere Gerät mal etwas vorstellen, was mit Wildkameras nicht zu tun hat. Heute möchte ich auch wieder eine Wildkamera für euch vorstellen. Die hat mir freundlicherweise Coolife zur Verfügung gestellt. Aber bevor ich dahin komme, bitte ich euch, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich ein Video hochgeladen habe, drückt auch das kleine Glöckchen. Aber kommen wir zu der Vorstellung der Kamera. Es handelt sich hier um die Coolife BST 880. Sie wurde mir freundlicherweise von Coolife zur Verfügung gestellt, um sie euch vorzustellen. Sie kann bis zu 4K Videoaufnahmen machen, in dem Format AVI, 32 Megapixel Fotos in JPEG. Sie hat 46 LEDs verbaut, die in einem 850 Nanometer Bereich arbeiten. Sie hat eine Abdeckung der Linse von 120 Grad und eine Auslöseentfernung bis 25 Meter. Sie ist sehr groß, weil in dieser Kamera kann man bis zu 12 Akkus verbauen. Dadurch kommt mir ein sehr großes Gewicht der Kamera. Sie wiegt leer ungefähr 380 Gramm und mit den 12 Batterien oder Akkus, wie ich sie jetzt drin habe, 740 Gramm circa. Sie ist natürlich wassergeschützt und staubgeschützt und sie kann sogar wegen dem IP67 kurzzeitig untertauchen. Das möchte ich aber nicht ausprobieren, weil das Batteriefach ist sehr freiliegend, also hat keine extra Abdeckung. Aber das zeige ich euch jetzt aus meinem Homeoffice. Und da sind wir dann schon an meinem Homeoffice-Tisch. Und ich habe mal die Coolife BTS 880 aufgeklappt. Und da kann man schon mal sehen, sie braucht eine Menge an Batterien. Aber seid nicht erschrocken, hier sind zwar 12 Akkus eingebaut, aber man kann natürlich auch 4 Akkus oder Batterien nur verwenden. Das ist nur jetzt reiner Zufall, wie ich die Akkus angeordnet habe, aber da kann ich es sehr gut dran erklären. Also man muss mindestens 4 Akkus nutzen. In der Anordnung einmal ganz links, mittig jeweils 4 oder ganz rechts. Bei der Verwendung von 8 Akkus links 4 und in der Mitte 4 und dann wie hier bis zu 12 Batterien oder Akkus. Hier haben wir dann das Bedienteil mit den jeweiligen Knöpfen zur Menüeinstellung und zur Bedienung der Kamera, den Lautsprecher und den riesen Knopf von Setup und zum Einschalten der Kamera. Besser gesagt, der Aktivierung der Kamera. Aber kommen wir mal kurz zum Menü. Also kurz Display erklärt. Hier oben ist die Modusanzeige. Es steht auf Foto und es ist 8 Megapixel eingestellt. Mit der Hochtaste auf dem Bedienfeld kann man den Modus wechseln. Hier sieht man dann das Kamerasymbol für Video und auf 1080p eingestellt. Und hier die Zeit, die noch vorhanden ist, wie lange man noch aufnehmen kann. Mit dem Runterknopf kommt man wieder in den Fotomodus und da sieht man dann halt die Anzeige der noch zu tätigen Bilder. Hier sind dann noch ein paar Anzeigen, welche Knöpfe man nutzen kann, um in die verschiedenen Bedienungsfelder der Kamera zu kommen. Der Akkustatus, Datum, Uhrzeit und dass eine SD-Karte eingelegt ist. Kommen wir mal jetzt zu den Einstellungsmöglichkeiten der BST 880 von Coolife. Als erstes natürlich mit dem Modus. Aber dort gibt es einen kleinen Unterschied zu anderen Kameras. Dort kann man nämlich die Bewegungserkennung einstellen. Durch eine Bewegung wird die Kamera aktiviert. Also da werden dann halt Videos, Fotos oder beides ausgelöst. Dann haben wir die Zeitrafferaufnahme. Dort nimmt die Kamera automatisch Bilder auf in einem eingestellten Zeitintervall.
Und dann haben wir noch den Zeitraffer Video. Dort ist die Bewegungserkennung ausgeschaltet und die Kamera nimmt in einen bestimmten Zeitraum Videos auf. Dann haben wir Foto oder Video. Da kann man natürlich wieder einstellen, was man haben möchte. Ob Fotos, hier steht Kamera, oder nur Videos oder halt beides zusammen. Die Fotoauflösung natürlich, hier geht es bis zu 82 Megapixel. Die Serienaufnahme, dort kann man natürlich einstellen, wie viele Fotos in Serie aufgenommen werden sollen. Also hier ist das von einem Foto bis zu 5 Fotos. Die Videoauflösung, die Kamera kann wieder bis zu 4K, wobei 1080p reicht vollkommen aus. Danach kommt die Zeitraffer Fotoauflösung. Hier kann man einstellen, in welchem Megapixelbereich die Aufnahmen mit den Fotos gemacht werden können. Es geht hier auch wieder bis zu 32 Megapixel und das niedrigste sind 1 Megapixel. Die Videolänge, ich habe meine Videos in einer Länge von 20 Sekunden, aber es können Videos von einer Länge ab 3 Sekunden bis zu 5 Minuten getätigt werden. Dann haben wir hier natürlich auch wieder die Verzögerung zwischen 2 Aufnahmen. Hier kann man übrigens aufnehmen mit 0 Sekunden. Also dort sollte man fast keinen Versatz der Videos erkennen. Bis zu einem Versatz von 60 Minuten. Es wird eine Aufnahme gemacht und die nächste wird in 60 Minuten stattfinden. Ich habe meistenteils meine Aufnahmen so im Abstand von 10 Sekunden. Diesmal bei dem ersten Aufstellen werde ich es mal probieren mit 5 Sekunden. In einem weiteren Test werde ich es auch mal probieren mit 0 Sekunden. Die Empfindlichkeit der Bewegungsmelder natürlich. Dort wieder niedrig, mittel und hoch. Die Loopaufnahme, wenn man die eingestellt hat, macht die Kamera so lange Aufnahmen, bis sie ausgeschaltet wird. Wenn eine SD-Karte voll ist, überschreibt sie die alten Aufnahmen. Zielaufnahmezeit, dort kann man einstellen, in welchem Zeitraum die Kamera aktiv sein soll. Der Fotostempel, dort kann man denn sehen halt Datum, Uhrzeit, die wievielte Aufnahme es ist und man kann auch einen Namen der Kamera festlegen. Dann natürlich wieder der Passwortschutz. Das ist natürlich wichtig, dass man nicht so ohne weiteres ein Unbefugter an die Daten rankommt. Das akustische Signal, dass die Kamera natürlich auch keine komischen Töne von sich gibt, wenn man da dran rumfummelt und das wild verschrecken könnte. Das schalte ich immer gerne ab, weil es nervt ein bisschen. Hier ist das, was ich schon beim Fotostempel angesprochen habe. Da kann man einen speziellen Namen der Kamera festlegen oder besser gesagt eine Bezeichnung. Es sind aber auch nur 4 Stellen. Zeit und Datum kann man natürlich auch wieder einstellen und auch das Zeitformat und Datumsformat. Sprachen sind einige wieder vorhanden, so wie man es schon von anderen Kameras kennt. Die Speicherkarte kann natürlich formatiert werden. Die Einstellungen können natürlich auch wieder zurückgesetzt werden, so dass die Kamera wieder die Einstellung hat, wie sie vom Werk kommt. Bei der Version sieht man, welche Firmware aufgespielt ist. Und hier beim Kundendienst, das finde ich eine sehr gute Idee. Dort kommt man zu der offiziellen Website über einen QR-Code und man kann die E-Mail einsehen vom Support. Das war es denn auch schon mit den Einstellungen, was hier vorgenommen werden kann bei der BST 880. Und ich gebe wieder zurück in den Wald. Zurück im Wald. Ich hoffe, die kleine Vorstellung des Menüs hat euch gefallen. Und jetzt werde ich die Kamera erstmal aufstellen, 14 Tage hier im Wald lassen. Für euch wird das nur eine kurze Wartezeit sein, weil die Aufnahmen, wenn Sie welche gemacht haben, kommen jetzt. Da sind dann endlich die 14 Tage für mich rum. Und hier sind ein paar Testaufnahmen der BST 880. Die Kamera war eingestellt auf 1080p. Diese macht sie mit 30 fps pro Sekunde. Die Videolänge war jeweils 20 Sekunden und der Abstand zwischen 2 Aufnahmen waren 5 Sekunden. Die sind auch sehr relativ so eingehalten, das werden wir ja auch noch sehen. Und die Empfindlichkeit war auf hoch eingestellt.
Zwei Dinge fallen mir bei der Kamera sehr positiv auf. Sie ist im Nahbereich relativ gut, wobei sie nach hinten schwächer wird, also unschärfer. Und diese Kamera von QLife hat mal Ton. Den Soundtest übernimmt gleich dieser kleine Zaunkönig. Nachtaufnahmen kann ich euch leider nicht präsentieren, weil zu dieser Zeit nicht so viel los war hier an diesem Baum, und darum wird sie in den nächsten 14 Tagen wieder in den Wald rausgehen und ich hoffe, dort kann ich euch dann ein paar Aufnahmen aus der Nacht präsentieren. Kommen wir jetzt zum Soundtest. Dies ist doch eine erhebliche Steigerung zu anderen Kameras von QLife. Bei einem der letzten Videos hatte sich ja meiner Ansicht ein Vogel etwas übernommen und hat aber etwas ausgespuckt. Und da kam prompt eine Antwort von Vari. Dafür ganz herzlichen Dank. Es wird wohl ein Gewölle sein, weil nicht nur Eulen produzieren Gewölle, sondern auch Greife oder Reiher, Kormorane, Möwen, Segler, Würger, Kuckuck, Eisvögel, einige Drosselarten, so wie hier zum Beispiel die Amsel, Krähen, Wattvögel und sogar die Störche. Gewölle sind ausgewirkte, unverdauliche Reste, zum Beispiel Knochen, Haare, Federn, Schuppen. Das liegt ursächlich daran an der relativ milden Magensäure, die viele Teile nicht zersetzen kann. Ich komme jetzt so langsam zum Schluss der Vorstellung der QLife BST 880 mit den Testvideos. Hier wird es gleich noch einen Schnitt zwischen zwei Aufnahmen geben und da kann man gut sehen, dass es wirklich 5 Sekunden sind. Und jetzt! Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich natürlich freuen wieder über ein Abo und dass ihr nichts mehr verpasst. Wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, dann drückt auch die kleine Glocke daneben. Dann heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!